Es gibt auf dem Markt einige Outdoor-Produkte, bei denen man wirklich vorsichtig sein sollte. Sie sehen oft durchdacht aus, sind aber funktionslose Fehlkäufe, Fälschungen oder können allein durch ihren Besitz oder die falsche Nutzung zu echten Problemen unterwegs führen. Wir schauen uns jetzt genau mal die Produkte an, die man besser nicht kaufen sollte oder die unter Umständen sogar gefährlich werden können. Fangen wir mit einem Produkt an, das eigentlich für Sicherheit entwickelt wurde, aber genau deshalb unter Umständen problematisch werden kann. Das sogenannte Garmin InReach gibt es mittlerweile in verschiedenen Varianten in der zweiten Version oder mittlerweile ja sogar integriert in Uhren. Denn das ist ein Satellitenkommunikator. Wenn ihr mal fernab von Wanderwegen seid und vielleicht auch alleine unterwegs seid in Gebieten, wo der Empfang nicht so gut ist, dann haben viele so ein Garmin InReach Gerät dabei. Ist ungefähr so groß wie dieses Temperatur- und Windmessgerät und da steckt man sich einfach hier per Karabiner wirklich an den Schultergurt und hat dann die Möglichkeit, egal wo man auf der Welt ist, wirklich nach Hause mal eine Nachricht zu schicken und im Notfall wirklich dann über GPS auch von Rettungskräften gefunden werden kann. Das Problem ist, dass in einigen Ländern wirklich die Satellitenkommunikation strikt verboten ist. Zum Beispiel in Indien durch wirklich sehr alte Gesetze ist es da strikt verboten, da man einfach ja in gewissen Ländern wirklich die Kommunikation leider komplett reglementieren möchte. Das heißt, wenn man das nicht weiß und einen Trail vielleicht in Indien, Vietnam, Thailand, China und anderen Ländern wirklich bestreiten will, die auch auf der Garmin-Seite offiziell gelistet werden, dann kann man unter Umständen am Flughafen wirklich festgehalten werden und ja lange wirklich dort interviewt werden von der Polizei, Strafen zahlen können und vielleicht sogar ja lange Zeit dort verhaftet werden bis zu einem gewissen Gerichtstermin, der häufig zustande kommt. Und ja, da kann einiges an Zeit und Geld wirklich und viele Probleme wirklich entstehen. Und deswegen sollte man da ganz genau aufpassen und Vorsicht auf jeden Fall bei so einem Garmin InReach haben und genau vorher gucken, kann ich den eigentlich in mein Zielland und in die Region wirklich mitnehmen. Ja, vielleicht wollt ihr dann statt mit einem Satellitenkommunikationsgerät lieber ein bisschen analoger, sicherheitshalber mit einem Kompass navigieren. Und da gibt es natürlich eine Menge Varianten, die teilweise groß und schwer sind, aber gerade beim Tracking über mehrere Tage will man immer was Leichtes dabei haben. Und dann kommt man schnell auf die Idee, vielleicht so einen kleinen Mini-Kompass mitzunehmen. Das ist noch ein etwas größeres Modell Linealkompass, mit dem man wirklich ja mit einer Karte über Peilung genau navigieren kann. Und der von Suunto funktioniert auch sehr gut. Aber es gibt wirklich noch kleinere Mini-Kompass-Modelle, die man zum Beispiel auf Amazon findet, die einfach nicht funktionieren. Ich würde behaupten, wirklich ab einer noch kleineren Größe als der hier. Und wenn er nicht von einer der großen Herstellern kommt, hat man in den meisten Fällen wirklich einen nicht gut funktionierten Kompass. Und das kann natürlich, wenn man den wirklich braucht, ja total schief gehen, wenn man sich dann darauf verlässt. Das gleiche gilt auch für Thermometer, denn manchmal macht es durchaus Sinn, so kleine Thermometer mitzunehmen, um vielleicht ja beim Camping im Zelt abends genau festzustellen, wie war vielleicht die Temperatur, hiermit sogar wie war die Luftfeuchtigkeit und der Wind, um dann ein bisschen daraus zu lernen und zu gucken, war mein eigenes Schlafsetup jetzt zu kalt, zu warm, kann ich beim nächsten Mal noch ein bisschen runtergehen und wie real kalt war es wirklich. Und da gibt es auch wirklich kleinere Mini-Thermometer, teilweise analog, teilweise auch mit einem Display. Und da kann ich euch auch sagen, wenn die klein sind, funktionieren in den meisten Fällen nicht. Da habe ich schon sehr viele getestet und wirklich mal zu Hause mit größeren Thermometern verglichen. Und ja, das ist wirklich sehr ernüchternd. Ein Modell, was ich euch da empfehlen kann, ist das Zipper-Pull-Thermometer. Das wiegt 20 Gramm, hat ein kleines Display, kostet ein bisschen mehr, ich glaube 20 bis 30 Euro. Das ist aber wirklich eine Lösung, die man sich auch mal an den Rucksack klippen kann und die dann ausreichend sicher funktioniert. Und sehr gefährlich kann es leider auch häufig mit Isomatten werden. Gerade wenn man sich nicht auskennt und mal auf irgendwelchen Online-Plattformen nach Isomatten sucht, dann findet man häufig nämlich Luftmatratzen. Und der Unterschied zu Isomatten ist da sehr, sehr groß, denn die haben häufig keine oder nur eine sehr, sehr geringe Isolation. Isomatten brauchen zwingend einen R-Wert, damit sie auch Isomatten heißen dürfen. Und ja, Hersteller benutzen die Begriffe teilweise synonym, denn eine Isomatte ist auf jeden Fall eine Luftmatratze. Eine Luftmatratze ist aber nicht unbedingt eine Isomatte. Und wer dann wirklich ja wenig Ahnung hat oder vielleicht neu ins Hobby reingeht und sich eine Luftmatratze holt, weil sie auf dem Papier natürlich deutlich leichter vielleicht ist als eine Luftmatratze mit isolierender Funktion, der wird vielleicht sogar im Sommer bei kühleren Nächten starke Probleme haben, denn ja die schlimmste Kälte ist wirklich die, die über den Boden kommt und da vom Körper verloren geht, egal wie gut euer Schlafsack ist. Wenn ihr im Frühling oder Herbst mit einer Isomatte schlaft, die dann keinen ausreichenden R-Wert habt, dann werdet ihr das auf jeden Fall bereuen und ja, könnt im schlimmsten Fall dann sogar, wenn ihr fernab seid, unter Unterkühlung dort leiden.
Wenn man vielleicht eine Outdoor-Tour in wirklich sehr fernen Regionen plant, zum Beispiel Australien oder wie ich neulich in Sri Lanka, dann kommt man da mit Schlangen teilweise in Kontakt. Und wenn man darüber liest, dann ist das natürlich teilweise ein richtig reales Risiko. Und leider wird als Lösung deswegen wirklich Outdoor-Begeisterten oft die sogenannten Snake Bite Extractor Kits angeboten. Quasi ein Tool, was man sich wirklich in seinen ultraleichten Erste-Hilfe-Koffer zum Beispiel steckt für so eine Weitwanderung. Und ja, das suggeriert wirklich, dass man damit selbstständig nach einem Schlangenbiss einen großen Teil des Gifts verlangsamen oder sogar extrahieren kann. Und wirklich die meisten Studien haben ergeben, gerade bei diesen sehr billigen Kits, das bringt absolut gar nichts, sorgt dann wirklich für falsche Sicherheit, die man unterwegs hat. Und vielleicht denkt man dann, ja, ich muss gar nicht irgendwie ins Krankenhaus, muss keinen Rettungsdienst rufen, weil ich das irgendwie selber beheben kann. Deswegen von solchen Produkten, Erste Hilfe ist immer super, aber da würde ich auf jeden Fall weiten Abstand halten. Vorsicht ist meiner Meinung nach auch geboten, wenn man sich zu sehr auf Solarpanels während einer Wandertour verlässt. Denn häufig gibt es die romantische Idee, und die Lektion musste ich auch erst lernen, dass man vielleicht auf größere, schwere Powerbanks verzichten kann, wenn man sich ein kleines Solarpanel mitnimmt. Die werden zugegebenermaßen auch noch immer effizienter, das hat auch eine Obergrenze, kleiner und leichter und kompakter. Und die kann man sich dann hübsch mit dem Karabiner zum Beispiel hinten am Rucksack dran klammern. Ich habe es in Portugal zum Beispiel schon mal getestet und mehrmals auch mit verschiedenen Modellen. Es bringt einfach nicht so viel. Es muss schon wirklich sehr viel stimmen. Der Sonneneinfallwinkel, auch die Richtung am Rucksack, und da ist natürlich auch sehr viel Bewegung beim Wandern im Spiel, sodass da wirklich sehr, sehr wenig Effizienz bei rumkommt. Man braucht häufig extra Kabel, extra Stecker, und vom Gewicht her ist man eigentlich meistens immer besser bedient, wenn man einfach noch eine kleine 150 Gramm 10.000er Powerbank mitnimmt von der Effizienz. Außer ihr plant vielleicht größere Expeditionsreisen, wo man vielleicht nur einmal die Woche, wenn überhaupt, an eine Steckdose kommt, an einen Campingplatz ankommt, dann kann es dann irgendwann ein bisschen effizienter sein, Solarpanel mitzunehmen. Dann würde ich ja auch empfehlen, das lieber dann in größeren Pausen tagsüber auszulegen oder abends neben das Zelt zu packen. Aber wirklich diese kleinen, ultraleichten Panels, die unter 100 Gramm wiegen und am Rucksack hängen, da ist man bei den meisten Trails wirklich lieber mit einer kleineren Powerbank heutzutage besser bedient. Aber auch bei Powerbanks muss man sich in Acht nehmen, denn häufig, wie wir ja auch bei vielen Tests gelernt haben, ist nicht immer das drin, was draufsteht. Da gibt es manchmal Diskrepanzen bei den Angaben und bei den realen Messungen, die so 10% plus minus wirklich angehen. Das ist noch im vertretbaren Rahmen, aber was gar nicht geht, ist, wenn wirklich der Hersteller beim Verkauf und auf dem Produkt Werte angibt, zum Beispiel 15.000 mAh hatten wir bei der LQI Powerbank wirklich gemessen. Die hat 170 Gramm gewogen, und das wäre natürlich für diese Kapazitäten das Gewicht wirklich die neue beste Ultraleicht Powerbank. Und das kam mir schon ein bisschen komisch vor, deswegen haben wir es hier gemeinsam gemessen, und rauskam wirklich, dass es eigentlich eine klassische 10.000er Powerbank war und dafür auch noch ziemlich eine richtig schlechte von der Effizienz her. Deswegen da auf jeden Fall immer aufpassen, wenn die Werte einer Powerbank gerade auf Amazon und so zu gut aussehen, um wahr zu sein, dann sind es meistens auch. Und häufig sieht man das auch daran, dass die wirklich baugleich sind zu anderen günstigen Powerbanks, aber nur ein anderes Logo drauf haben, und dann kann man sich sicher sein, irgendwas stimmt da nicht, und im schlimmsten Fall hat man da wirklich nur die Hälfte an Kapazität. Ich versuche auf diesem Kanal gerade jede Woche ein neues Video über Ausrüstung, Touren oder hilfreiches Outdoor-Wissen für alle kostenlos bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, willst du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft noch weitere spannende Themen rund um unser gemeinsames Hobby beleuchten kann. Vielen Dank. Ja, leider sind Fälschungen generell im Outdoor-Markt mittlerweile echt ein Problem. Gerade auch auf Amazon zum Beispiel bieten leider viele Verkäufer dieselben Produkte unter denselben Kategorien an oder duplizieren einfach nur das Inserat, und dann erhält man leicht andere Produkte, obwohl sie gleich aussehen. Bei Heringen kommt das sehr häufig vor. Da kopieren Hersteller gerne den bekannten MSR Groundhog. Das ist zum Beispiel hier, ja, ich sag mal, eine Kopie von Naturelike, die auch noch in Ordnung ist, aber manche benutzen dann einfach ein anderes Material. Und es ist durchaus schon vorgekommen, dass man mit den Heringen dann auf Tour geht und sofort beim ersten Sturm merkt, der Hering verbiegt sich oder bricht komplett. Es gibt auch Plastikheringe, zum Beispiel die von Swiss Piranha, die sehr gut funktionieren, und wenn sie sich doch mal verbiegen, kann ich die im Backofen einfach warm machen und dann wieder gerade machen. Das funktioniert aber natürlich nicht bei jeder Art von Kunststoff oder Plastik, und da gibt es zum Beispiel auch Fakes von. Genauso auch beim BRS 3000T Kocher, und da wird es richtig gefährlich. Da gibt es mehrere Inserate, die meisten passen davon, aber einige neue haben zum Beispiel dann
eine Kopie davon, wo der Kocher nicht komplett aus Titan ist und dann andere Metalle verwendet werden, die dann zum Beispiel hier oben dazu führen, dass wenn das Wasser kurz vorm Kochen ist, der Topf heiß ist, dass sich das alles verbiegt, die gesamte Konstruktion dann kippt und im schlimmsten Fall natürlich der gesamte Kocher und das heiße Wasser dann umkippt. Deswegen da auf jeden Fall aufpassen und vielleicht immer nur ein Inserat dort kaufen, ja, wo wirklich sehr viele Bewertungen sind und vielleicht auch vorher genau einmal den Verkäufer checken. Ja, leider gibt es ganz speziell bei teuren Ultraleicht-Tracking-Artikeln wie Zelten von Durston zum Beispiel oder Isomatten von Thermarest auf eBay Kleinanzeigen wirklich sehr viele Betrüger, die die Dinge ja stark reduziert gebraucht verkaufen wollen. Und da kann man als Trick eigentlich immer nur dem Verkäufer anbieten, dass man den Artikel abholen möchte. Wenn das schon verneint wird, dann steckt da sehr häufig leider ein Betrug hinter, auch wenn der Artikel da sehr, sehr deutlich günstiger gelistet ist. Also ein Zelt für 300 statt 500 Euro fast in einem Neuzustand. Auch gibt es leider verschiedene Fake-Shops online, Kopien wirklich von richtigen Shops und da hilft dann wirklich genau die URL und den Link zu kontrollieren. Was Konkretes, was ich euch nicht mehr empfehlen würde, ist eine kleinere Variante von größeren Wasserfiltern. Das gilt vor allem für das Produkt hier von Sawyer, gibt es aber auch von anderen Herstellern. Natürlich braucht ein Wasserfilter erstmal eine Filtereigenschaft durch verschiedene Schichten, die da drin sind und eine gute Durchflussrate. Und auch da möchte man sich natürlich Gewicht sparen. Und ich habe hier das große Modell von Sawyer, mit dem ich sehr zufrieden bin und das wiegt 68 Gramm, was ich noch in Ordnung finde. Denn da passt es mit der Durchflussrate. Und wenn es jetzt kleiner wird, dann hat man wirklich das Problem, dass die sehr, sehr häufig, sehr schnell auch nach ein paar Tagen Gebrauch auf Tour verstopfen und man nur noch Tropfen rausbekommt. Auch ist das Säubern dieser Filter ein bisschen schwerer als wirklich diese größeren. Und ich kann euch sagen, die konstant hygienisch zu halten und zu reinigen, ist nicht ganz einfach. Da muss man schon ein bisschen Disziplin bewahren, das konstant nach einer Tour wirklich durchführen. Und bei dem Großen hat das bei mir immer sehr gut geklappt. Ich hatte aber auch schon kleinere Modelle, die ich mittlerweile gar nicht mehr benutze, weil die mich wirklich so oft enttäuscht haben oder ich dann abends im Lager, wenn ich wirklich kochen wollte, mein Wasser filtern musste, wirklich sehr, sehr lange Zeit gebraucht habe. Deswegen das schon mal eine ganz klare Nein-Empfehlung. Wenn ihr euch für Rucksäcke interessiert, die sehr, sehr leicht sind, aber noch robust sind, dann stößt man häufig auf den Stoff Ultra. Den habe ich ja auch schon oft empfohlen, habe viele Produkte daraus, war damals direkter Konkurrent zu Dyneema, was ein bisschen schwerer war, dafür deutlich günstiger und robuster. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Rucksack von Zpacks, den Nero aus der ersten Generation dieses Ultra X-Stoffes. Den gab es ungefähr von 2021 bis 2023. Und da kam der Stoff gerade neu raus und hatte leider immer noch ein paar Kinderkrankheiten, nämlich das Phänomen der Delaminierung. Mittlerweile hat sich das aber gelöst. Das heißt, wenn ihr euch für Ultraprodukte interessiert, achtet darauf, dass sie von 2023 oder neuer sind, denn da hat man wirklich viele der Probleme gelöst und das würde ich euch auch empfehlen. Kauft also vielleicht keine gebrauchten älteren Rucksäcke oder alte Lagerbestände. Um das mal ganz konkret zu zeigen, was ich damit meine, haben wir hier zum Beispiel eine Tasche aus Ultra und eine Schultergurttasche aus Dyneema. Und die Ultratasche, wie ihr seht, wenn ich die mal aufmache, die delaminiert hier und löst sich komplett. Das sieht jetzt hier erstmal harmlos aus, aber es gibt wirklich große Fetzen, die sich dann ablösen und das ist auch wirklich im Rucksackkörper dann teilweise so und das sorgt natürlich einerseits für viele Fetzen, die hier rumfliegen, für verringerte Stabilität und verringerte Wasserdichtigkeit. In meinen Hüftgurttaschen zum Beispiel habe ich da fast keine Laminierung mehr. Im Vergleich zu Dyneema, was jetzt ein bisschen teurer, aber noch ein bisschen leichter war, da hat man das zum Beispiel gar nicht von Haus aus. Und so sollte es auch bei dem neuen Ultra X-Stoff mittlerweile aussehen. Da zerbröselt gar nichts mehr, sondern vielleicht perforiert man einiges an ein paar Stellen, was aber bei Weitem nicht so schlimm ist. Deswegen achtet darauf, dass die Sachen ein bisschen neuer sind. Ja, auch bei den fast beliebtesten Wanderschuhen momentan würde ich behaupten, ist Vorsicht geboten, nämlich Schuhe von der Marke Altra. Dort tragen viele den Lone Peak oder den Olympus und jedes Jahr kommt eine neue Version raus. Und das ist zum Beispiel der Olympus in der Variante 5. Mittlerweile gibt es ihn in der Version 6 und da hat man leider wirklich eine sehr schlechte Änderung gemacht, die wirklich bei den allermeisten zu starken Problemen in der Ferse führt. Das gilt allerdings nur für die 6er Variante, denn da wurde wirklich hinten hier ein kleines Kissen eingebaut, was sich einmal hier rüber zieht, was für mehr Stabilität und weniger Rutschen im Schuh sorgen sollte, aber wirklich eigentlich das Gegenteil bewirkt und man wirklich sehr starke Abscheuerungen hatte. Als Alternative kann man also entweder jetzt warten, bis die 7er Variante kommt, denn ich bin mir sicher, da wird das Problem gelöst sein.
ältere Bestände kaufen oder zum neuen Ultra 275 greifen, der genauso wie der Olympus ist, das heißt eine sehr große Dämpfung hat, aber wirklich mit einem sehr leichteren Kevlar-Gewebe oben einherkommt, dadurch halt leichter ist und der hat zum Beispiel auch hinten eine andere Art von Kissen drin. Ich habe auch schon gesehen, dass viele, die mit den Sechsern Probleme hatten, sich selbstständige kleine Dämpfungen noch eingenäht oder angeklebt hatten. Das wäre eine Notlösung, aber zu diesem Schuh in der 6er Variante würde ich euch gerade auf jeden Fall auch nicht raten. Und vorsichtig würde ich auch bei einem der besten Trekkingstöcke sein, die es lange Zeit gab und ich habe ihn selber, ich glaube schon vor 4 Jahren hier mal empfohlen, würde es aber mittlerweile nicht mehr tun und das ist der Gossamer Gear LT5 Trekkingstock. Einer der leichtesten Carbonstöcke, die auch wirklich am hochwertigsten von der Optik erstmal auf dem Papier auch sind, mit einem schönen Korkgriff, guter Verarbeitung, aber der ist mir mittlerweile schon 2-mal kaputt gegangen und der kostet 150 €, also ein paar mittlerweile. Und einerseits ist das Problem, dass der häufiger bricht als andere Carbonstöcke. Zum Beispiel habe ich hier den von Ruta Dokura im Vergleich und ihr seht, der ist deutlich dünner. Den habe ich aber mittlerweile viel härter noch verwendet und der ist mir nicht einmal gebrochen und ich habe auch davon keinem anderen bisher gehört, der damit schlechte Erfahrung hatte. Das ist aber nur ein Problem. Das zweite Problem, und deswegen kann ich diesen Stock hier konkret auch nicht mehr benutzen, ist die schlechte Verschlussmechanik. Dieses Eindrehen ist jetzt bei zweiteiligen Trekkingstöcken relativ normal, aber der Verschluss hier genau bei diesem LT5 Modell ist wirklich so schlecht, dass er einfach nicht mehr funktioniert nach kürzer Zeit. Man darf also nicht zu feste drehen. Wenn man es einmal aus Versehen ein bisschen zu fest gemacht hat, dann dreht der Verschluss einmal so durch, dass er sich nicht mehr ordentlich bedienen lässt. Es gibt ja die Möglichkeit zu reklamieren bei Gossamer Gear, aber gerade wir hier in Deutschland haben ein bisschen Probleme, weil es natürlich dann im Zweifel nach Amerika wieder zurückschicken würden. Deswegen gibt es zum Glück jetzt nach vielen Jahren auch gute Konkurrenzprodukte von Zpacks, von Durston oder von Ruta Dokura zum Beispiel für alle, die wirklich absolute High-End-Carbonstecker kaufen wollen. Und auch bei einiger Kleidung sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Grundsätzlich empfehle ich ja immer, geht erstmal mit dem raus, was ihr schon zu Hause habt, bevor ihr wirklich neue Sachen kauft. Aber eine Sache solltet ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach immer haben und nicht einfach mit einem normalen T-Shirt oder Langarmpullover wandern gehen, denn das sind Baumwoll-Base-Layer. Baumwolle ist wirklich, ein sehr, sehr schlechter Stoff, wenn ihr draußen aktiv wirklich über längere Zeit seid. Denn man schwitzt natürlich draußen und Baumwolle hat nicht die besten klimatischen Eigenschaften. Vor allem, wenn es einmal nass wird, wird es schwer trocken und wärmt dann auch nicht mehr, wenn es nass ist. Und spätestens, wenn ihr auf der Trekkingtour seid, es vielleicht kalt abends wird oder wir sogar Winter haben, dann kann das durchaus gefährlich werden. Weil wenn es einmal kalt und nass ist, werdet ihr nicht mehr warm und vielleicht, wenn ihr auch plant, im Base Layer zu schlafen, habt ihr dann in der Nacht auch wirklich große Probleme oder am nächsten Tag auch. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall zum Beispiel auf Synthetik oder einige nehmen auch gerne Merino zum Beispiel greifen, aber Baumwolle ist da eigentlich gerade bei solchen Touren immer fehl am Platz. Ja, und zur Hygiene kommt man natürlich häufig auf die Idee, dann auch mal Seife mitzunehmen, Shampoo, vielleicht was zum Spülen. Da gibt es natürlich super Produkte wie diese Dr. Bonner Seife 18 in 1 hier oder so, mit der man wirklich sehr viel machen kann. Oder spezielle Camp-Seife. Die Produkte versprechen dann teilweise, dass sie biologisch abbaubar sind. Da muss man allerdings vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht komplett, dass ihr damit alles in der Natur wirklich draußen machen könnt oder solltet. Was auf jeden Fall wirklich sicher sein muss, ist, dass ihr das nicht an Gewässern verwendet und wirklich mit ordentlichem Abstand zum nächsten Bachlauf, einem See oder dem Meer vielleicht, wenn ihr an der Küste unterwegs seid. Denn obwohl es biologisch abbaubar ist, kann es trotzdem gerade im Kontakt mit Wasser wirklich sehr viele Probleme für die Mikroorganismen und Tiere dort verursachen. Auch wenn es in den normalen Waldboden geht, ist es nicht optimal. Deswegen vorsichtig und es ist kein Garant, dass man da wirklich draußen alles mitmachen kann, wenn es abbaubar ist. Dasselbe gilt auch für Desinfektionsmittel. Das ist jetzt erstmal häufig sehr nützlich, wenn man sich draußen mal die Hände desinfizieren will oder vor allem auch, wenn man sich draußen mal verletzt hat, vielleicht wirklich eine Schnittwunde im Schienbein oder sowas hat, dann muss man das Ganze desinfizieren und bei einigen Mitteln kann es zum sogenannten Eiweißfehler kommen. Das heißt, wenn ihr eine Wunde habt und vertraut darauf, dass ihr die mit dem Desinfektionsmittel sofort desinfizieren könnt und dann was drüber machen könnt, dann kann es teilweise das Problem geben,
dass sich das Desinfektionsmittel an Eiweißstoffe bindet, also zum Beispiel an Blut, an Schweiß, auch an Dreck, wenn da irgendwas in der Erde war, und dann wird wirklich die Desinfektionswirkung komplett neutralisiert. Da muss man also aufpassen, dass man die Wunde wirklich vorher komplett reinigt. Das ist der Hauptgrund, warum man das auch tun sollte. Dann desinfiziert man die erst. Das heißt, das ist kein Produkt für alles, und leider sieht man das immer häufig, dass da wirklich versucht wird, komplett erst die Wunde zu desinfizieren, bevor sie dann ordentlich mit dem anderen Produkt gereinigt wird. Ja, normal empfehle ich auf Tour immer ein kleines Taschenmesser mindestens dabei zu haben. Da kann man aber nicht alles mitmachen, und es gibt natürlich Leute, die arbeiten sehr gerne unterwegs mit Holz. Zum Beispiel, wenn man in Skandinavien unterwegs ist, möchte man sich da fürs Lagerfeuer noch ein bisschen Holz zusammenschneiden, einen Hering vielleicht schnitzen im Notfall oder vielleicht für sein Pyramidenzelt wirklich aus einem Stock ordentlich ein Gestänge bauen. Und dafür kann man natürlich dann eine Säge oder ein größeres Messer mitnehmen, und häufig gibt es auf Amazon, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, und in anderen Shops so Handkettensägen. Und da kenne ich wirklich sehr, sehr viele, die schon zu diesen Handkettensägen gegriffen haben, denn die Idee ist eigentlich gar nicht so übel. Auf den ersten Blick hat man wirklich etwas, was man ja sehr leicht verpacken kann, sehr kompakt lagern kann und bei Bedarf dann wirklich durch eine einfache Ziehbewegung wirklich benutzen kann, um einen Ast durchzuschneiden. In der Praxis, und ich hoffe, da werden mir alle zustimmen, die das schon mal benutzt haben, klappt das wirklich absolut gar nicht. Sehr, sehr stressig damit etwas zu sägen. Es verkeilt eigentlich immer sofort. Es ist bei mir auch schon einmal kaputt gegangen, als ich so ein Produkt hatte, und da würde ich wirklich sagen, komplett die Finger weg. Wenn ihr was nehmt, dann lieber irgendwie mit einem Messer arbeiten oder im Zweifel, wenn es nur ein Camping-Overnighter ist, lieber zu einer richtigen Säge greifen. Wo eine falsche Benutzung wirklich absolut gefährlich werden kann und sogar tödlich im schlimmsten Fall, ist beim Thema Biwaksack. Denn es gibt viele sehr, sehr leichte Biwaksäcke, die eigentlich eher wie ein Sack oder eine geschlossene Plastiktüte sind. Die anderen vielleicht manchmal eine Membran, die lassen dann aber wirklich eher Wasser und Dampf durch, anstatt wirklich Sauerstoff oder auch den eigenen CO2-Ausstoß nicht schnell genug durch. Man kann all diese Biwaksäcke in der Theorie komplett zumachen. Dafür sind sie dann im schlimmsten Fall auch gedacht, wenn der Regen mal sehr, sehr stark ist oder wir sehr starke Sturmböen für eine kurze Zeit haben. Man sollte auf keinen Fall dann aber in so kleinen Biwaksäcken, die auch keine richtig große Aufstellungen haben, die ganze Nacht den komplett schließen. Denn eine mechanische Lüftung ist hier auf jeden Fall zwingend erforderlich, und ansonsten kann man im schlimmsten Fall sogar ersticken. Wo man auch aufpassen sollte, was jetzt nicht selbst gefährlich ist, aber fürs Produkt gefährlich ist, wenn ihr zum Beispiel Schlafsäcke, Quilts oder Jacken mit einem Isolationsmaterial wie Klimashield Apex habt, statt Downer, also synthetischer Isolierung. Da sind dann nicht einzelne Federn drin, so wie bei dem Down-Produkt, sondern hier wie beim Enlighten Equipment Torrid Pullover, Klimashield Apex als eine lange Schicht, die wirklich zusammenhängend ist und nicht aus vielen Einzelteilen besteht. Und wenn ich dann meinen Schlafsack vielleicht in den Rucksack reinstopfe und wenn ich dann meinen Zeltaufbau rausziehe, dann kann es wirklich sein, dass zu viel Krafteinwirkung auf einer Stelle wirklich herrscht, weil natürlich im Rucksack komprimiert ist und diese Lage dann wirklich Risse bekommt und dadurch wirklich Kältebrücken entstehen. Und wenn ihr auch da in Frühling, Herbst oder Winter unterwegs seid und da wirklich ein großer Riss reinkommt an einer doofen Stelle, vielleicht auf Torsohöhe, dann habt ihr dann natürlich eine deutlich schlechtere Wärmeleistung und habt im Zweifel richtig Probleme mit dem Frieren. Und das letzte Thema, was ich noch habe, sind Kaltlicht-LEDs, wirklich bei Kopflampen. Die kommen in unterschiedlichen Stärken. Das ist jetzt auch noch relativ warmes Licht. Es geht aber noch viel, viel kälter. Und das ist ein Punkt, wo ich mir selber gar nicht sicher bin, denn so vor 10 Jahren, als das Thema LED-Stirnlampen gerade so aufkam, da haben viele gesagt, ja, wenn die LED aber sehr kalt ist, kann das wirklich zu Schäden in der Netzhaut führen. Einerseits, wenn man die vielleicht selber doof aufhat oder wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man sich dann gegenseitig blendet. Deswegen unangenehm ist es in jedem Fall, das kann ich euch bestätigen, wenn die Lichter zu blau und zu kalt sind. Ob das wirklich die Netzhaut beschädigt, kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Da gibt es geteilte Meinungen. Wenn ihr mehr darüber wisst oder vielleicht schon mal gehört habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare selber schreiben. Ich habe sowieso wärmeres Licht immer lieber und natürlich im Zweifel, wenn Insekten draußen sind, das Rotlicht. Ja, das wären so die häufigsten Sachen, vor denen ich persönlich ein bisschen aufpassen würde, die vielleicht nicht kaufen würde oder die vielleicht bei falscher Benutzung wirklich Probleme machen würden. Ich hoffe, das konnte euch auch ein bisschen weiterhelfen. Hat euch ansonsten das Video gefallen, würde ich mich mal freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.